Hallo und herzlich willkommen zur dritten Etappe von meinem Südkurs der 100-Schlösser-Route im Münsterland. Mein Name ist Alexander und ich fahre heute vom Schlosspark Drensteinfurt weiter über Ascheberg, Albersloh und Alverskirchen zurück nach Münster. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Der Schlosspark gehört zu Haus Steinfurt, das ist aber in Privatbesitz. Ich bin jetzt einmal ums Schloss rumgefahren, aber auch von hier aus kann man es nicht wirklich sehen. Die 100-Schlösser-Route geht aber weder hier durch den Ort noch am Schloss entlang. Man muss also ein bisschen von dem Weg abweichen, um hier hinzukommen. Es lohnt sich aber, denn es ist ein wirklich hübscher kleiner Ort. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen, denn hier rennen Pferde durch die Gassen. Ich bin jetzt zurück auf der 100-Schlösser-Route, sieht man an diesem grünen Schlosstor. Und ich fahre jetzt Richtung Ascheberg und das sind 11 Kilometer. Muss ich aber erstmal aus Drensteinfurt raus. Jetzt geht es aus Drensteinfurt raus. Ich bin ja gestern mit dem Zug nach Hause gefahren von hier aus, nachdem ich die zweite Etappe beendet hatte. Und bin heute Morgen wieder auch mit dem Zug zurückgekommen. Inzwischen ist es fast 11:15. Jetzt geht es hier weiter durch die münsterländische Parklandschaft. Ja, und ich bin nicht der Einzige, der hier heute unterwegs ist. Wunderbares Wetter wieder. Eigentlich wollte ich mir zwischen den einzelnen Etappen jeweils einen Tag Ruhe gönnen. Aber jetzt war das Wetter so schön. Ich dachte mir, wer weiß, wie lange das anhält. Jetzt bin ich alle 3 Etappen hintereinander weggefahren. Beziehungsweise diese muss ich ja jetzt noch zu Ende bringen. Die 100-Schlösser-Route geht in 4 Rundwegen durchs ganze Münsterland. Ich fahre im Moment den sogenannten Südkurs. Ich habe mir den in 3 Etappen eingeteilt. Der ist insgesamt 210 Kilometer lang. Ich schätze mal, dass ich so pro Etappe 70 Kilometer gefahren bin. Allerdings die erste Etappe habe ich ja in Senden enden lassen. Da bin ich dann nach Abschluss der Etappe noch nach Münster zurückgefahren und am nächsten Morgen dann auch wieder hin. Ja, und wie gesagt, von Drensteinfurt habe ich dann den Zug wieder zurück nach Münster genommen und bin heute Morgen mit dem Zug wieder dorthin zurückgefahren. Das kann man sehr gut machen. Es gibt sehr viele Bahnhöfe an der Strecke, sodass man immer wieder ein- und aussteigen kann. Die 100-Schlösser-Route führt sehr viel über kleine verkehrsarme Teerstraßen. Jetzt geht es mal gerade an der Hauptstraße entlang ein Stück, aber dann gibt es immer einen Radweg an der Seite. So 500 Meter und jetzt geht es auch schon wieder ab von der Hauptstraße, auf der auch gar nichts los war. Es gibt auch GPX-Tracks zu allen 4 Kursen. Für den Südkurs verlinke ich euch mal die Seite unten in der Videobeschreibung. Ich bin jetzt eine Weile nach Westen gefahren. Jetzt bin ich in Ascheberg und da biegt die Strecke wieder nach Norden Richtung Davensberg ab. Es ist inzwischen 11:20 und das ist die Kirche von Ascheberg. Und hier im Blumenladen haben sie nette Arrangements mit Fröschen und Kakteen und auch Bonsaibäumen. Ich bin jetzt aus Ascheberg raus. Außer der Kirche gab es jetzt an der Strecke nichts Besonderes zu sehen im Ort. Es gibt allerdings einen Bahnhof. Da kann man also nach Münster zurückfahren oder von Münster zur Strecke hin zurückfahren. Ja, es ist wunderschön, hier heute Morgen entlang zu fahren, beziehungsweise es ist schon fast Mittag. Der nächste Ort ist Davensberg und ich glaube, da mache ich mal eine Pause und esse was. Ich habe mir wieder was mitgebracht. Da fährt jetzt der Zug nach Dortmund. Der hält auch in Davensberg und wie gesagt in Ascheberg. Der hat im Hintergrund so viel Krach gemacht, falls ihr euch gewundert habt, was das ist. Gestern, als ich in Drensteinfurt am Bahnhof ankam, kam gerade ein 25 Minuten verspäteter Regionalexpress, den ich dann nehmen konnte. Deswegen musste ich dann die Abmoderation in Münster machen, der so plötzlich da auftauchte und fahrplanmäßig. Schon komme ich nach Davensberg, aber erst in den Vorort Dammich. Hier wird es jetzt direkt zum Bahnhof gehen und unter dem Bahnhof geht es dann durch
auf der anderen Seite der Bahnstrecke weiter. Aber die Hundeschlösser-Route geht jetzt erstmal nach links in den Ort rein. Es ist inzwischen 12 Uhr. Ich bin im Zentrum sozusagen von Davensberg angekommen und das ist die Kirche. Vorne sehen wir einen Turm. Ich habe mich immer schon gefragt, was das für einer ist. Das muss die Burg Davensberg sein, aber ich glaube, da ist nur noch der Turm von übrig. Die Burg Davensburg ist im Dreißigjährigen Krieg zerstört worden und dann nicht wieder aufgebaut worden. Und ja, da ist heutzutage in diesem Turm das Heimatmuseum drin. Ich bin jetzt aus Davensberg raus und jetzt geht es am Rand der Davart entlang. Es ist eines der wenigen großen zusammenhängenden Waldgebiete im Münsterland. Ist auch gleich Naturschutzgebiet. Und ja, mal sehen, wo es jetzt weiterhin geht. Ich habe noch nicht geguckt. So, jetzt biegt es hier nach links ab. Das scheint wieder so eine Art kleiner Teerweg zu sein. Sehr schön. Aus Davensberg komme ich jetzt gerade und jetzt geht es Richtung Haus Bisping und Rinkerode. Ja, wie gesagt, wir kommen gleich zu Haus Bisping und in Münster gibt es auch einen Bispinghof. Das rührt daher, dass der Fürstbischof irgendwann, ich glaube nach dem Dreißigjährigen Krieg, die Bürger von Münster entmachtet hat Münster belagert und die Stadt dann eingenommen und dann eine Zitadelle nördlich vom Stadtkern hingesetzt mit Soldaten, um die Bürger dann unter Kontrolle zu halten. Ja, weil die Bürger dann nicht mehr frei waren, konnten sie ihren Geschäften nicht mehr so richtig gut nachgehen. Die Hanse ist zusammengebrochen und es gab einen wirtschaftlichen Niedergang. Ja, dann etwas später, zur Zeit des Barock, ist dann auf dem Gelände der Zitadelle das fürstbischöfliche Schloss gebaut worden, in dem ich jetzt meine Tour hier gestartet habe. Und ja, dann haben sich die Adligen gedacht, der Umgegend, lasst uns doch Adelshöfe in der Stadt bauen, wo wir den Winter verbringen können. Was ein bisschen interessanter ist und wir nicht in unseren kalten Schlössern sitzen müssen. Das haben dann ziemlich viele aus der Umgegend gemacht. Ein paar davon sind jetzt auch noch erhalten. Bevor man nach Haus Bisping kommt, kommt man erst noch an Haus Borg vorbei. Und da muss man die Route allerdings ein Stückchen verlassen für. Das ist leider in Privatbesitz. Das ist eine wunderschöne Anlage. Da haben wir Haus Bisping. Oder ein Teil davon. Ich weiß nicht, ob das das gesamte Gebäude ist. Jedenfalls ist es auch von einem Wassergraben umgeben. Hier nochmal von der anderen Seite auch eine sehr schöne Ansicht. Der nächste Ort, in den ich jetzt komme, ist Rinkerode. Schönste Geranien. Kurz darauf verlässt der Weg dann Rinkerode schon. Jetzt bin ich an der Verse, auf dem Verse-Radweg. Die Verse fließt hier rechts von mir neben dem Gebüsch. Aber man wird sie gleich auch noch mal sehen. Der Verse-Radweg ist ein bisschen über 50 Kilometer lang. Beginnt in Beckum. Da fließen, glaube ich, 3 Quellbäche zusammen und bilden dann die Verse. Und der folgt dann dem Flüsschen bis zur Mündung in die Ems. Jetzt kann man den Fluss, glaube ich, auch mal auf der Kamera sehen. Der ist immer wieder aufgestaut an Wehren. In Münster gibt es auch 3 Mühlen, die davon betrieben wurden. Eine ist, glaube ich, sogar noch in Betrieb. Und an der Pleistermühle kommen wir nachher auch noch dran vorbei. Man kann auf der Verse auch sehr schön paddeln. In Münster bei der Pleistermühle, da wo wir nachher noch vorbeikommen, gibt es auch einen Kanuverleih. So, Albersloh noch 1 Kilometer und da kann man jetzt auch mal das Schild des Verse-Radwegs sehen, dieses gelbe mit der geschwungenen Verse. Ich bin in Albersloh angekommen, es ist inzwischen 1:30 und da vorne ist die Kirche von Albersloh. Hier ist der ehemalige Waschplatz. Jetzt habe ich eine kleine Pause gemacht, habe mir braunes Zuckerwasser in der Tankstelle geholt. Jetzt geht es weiter. Über den Verse-Radweg brauche ich von Albersloh bis zu mir nach Hause ungefähr immer eine Stunde.
Aber jetzt mache ich einen Schlenker über Alverskirchen und Wolbeck. Da dauert es ein bisschen länger. Hier auf der Straße sollen es jetzt noch 9 Kilometer bis Alverskirchen sein. Da war ich auch noch nie. Ich bin mal gespannt. Jetzt geht es von der Hauptstraße ab und es wird wieder ländlicher. Ja, wunderschön hier. Ich kann es bisher wirklich nur empfehlen, es mal nachzumachen. Man muss nicht immer in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Unterwegs gibt es immer Pensionen. Da kann man dann auch übernachten, wenn man von weiter weg kommt. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo der Südkurs der 100-Schlösser-Route, auf dem ich ja gerade fahre, auf den Ostkurs trifft. Der Ostkurs kommt jetzt vom Schloss Münster über Wolbeck bis hierhin und geht weiter nach Sendenhorst und Ahlen. Das ist da. Ich fahre jetzt aber Richtung Alverskirchen, das sind noch 7,7 Kilometer und nach Wolbeck noch 16. Dieses Stück des Südkurses ist also auch gleichzeitig der Ostkurs bis zum Schloss in Münster und vom Schloss in Münster bis Billerbeck ist der Südkurs auch gleichzeitig der Nordkurs. Ja, und falls ich mal den Nordkurs machen sollte, werde ich wahrscheinlich bis Billerbeck den Zug nehmen. Weil die Strecke bin ich schon so oft gefahren, das muss ich jetzt nicht normal machen. Ob ich die anderen Kurse allerdings jemals fahren werde, das hängt ein bisschen davon ab, wie erfolgreich jetzt diese Videoreihe hier über den Südkurs wird. Ja, und wenn ihr möchtet, dass ich die anderen Kurse noch fahre, dann gebt den Videos doch einen Daumen nach oben und ja, schaut es euch möglichst von Anfang bis Ende an. Denn dann registriert der Algorithmus, dass es interessant ist und schlägt es auch anderen vor. Ja, und ganz wichtig ist teilen, dass es auch andere sehen. Ich habe nämlich im Vergleich zu meinen Abonnentenzahlen relativ niedrige Zugriffszahlen. Und das muss ich jetzt mal ändern. Sonst lohnt sich das alles hier nicht. Ich komme jetzt nach Alverskirchen, sind noch 600 Meter bis dahin. Es ist inzwischen 2:55 Uhr. Ich bin in Alverskirchen und das ist die Kirche von Alverskirchen. 2 Imbisse hier. Einmal der alte Küchenbulle, dann noch den Bella-Imbiss und der ist sogar geöffnet. Das war Alverskirchen. Ich war noch nie dort. Jetzt bin ich da gewesen. Ich kann es jetzt nicht sehen, aber nach Münster sind es jetzt noch 16 Kilometer und Wolbeck noch irgendwas mit 6. Ich glaube, die 16 Kilometer nach Münster sind aber der direkte Weg und nicht die 100-Schlösser-Route. Oh, da hat sich ein Huhn verlaufen. Jetzt geht es ja mal am Waldrand entlang und im Schatten ist es auch gleich viel angenehmer zu fahren. Jetzt geht es nach links. Nach Wolbeck ist es jetzt nicht mehr weit, geht jetzt nur noch geradeaus. Oh, das müssten jetzt schon Teile von Wolbeck sein. So, ich bin jetzt im Zentrum von Wolbeck und das ist ein Teil des Drostenhofs. Mal sehen, ob ich da reinkomme. Ja, leider ist das Tor zu und man kommt wohl auch nicht mehr rein. Sehr schade. Ich fahre jetzt aus Wolbeck raus und der nächste Ort ist Angelmodde. Ich war mal im Tiergarten Wolbeck wandern und bin da in Wolbeck gestartet und damals konnte man noch an den Innenhof des Drostenhofs reingehen. Und da habe ich ein paar Aufnahmen gemacht. Wenn euch das interessiert, schaut euch das Video mal an. Es ist inzwischen 3:30. Ich bin in Angelmodde angekommen und das ist die Kirche. Ich komme wieder zur Verse und die 100-Schlösser-Route wechselt jetzt auch wieder auf den Verse-Radweg. Zurück an der Verse und der folge ich jetzt auf dem Verse-Radweg bis zur Pleistermühle. Wird bei diesem Wetter bestimmt wunderschön. Noch zu früh gefreut. Ich glaube, es ist aber nur eine kurze Umleitung. Da geht es schon wieder zurück. Ich fahre jetzt unter der Wolbecker Straße durch. Die führt direkt nach Wolbeck.
Jetzt kommt der schönste Abschnitt. Wunderschöner Buchenwald hier. Und es wird gleich noch schöner, wenn es am Wasser entlang geht. Hier ist es halt besonders schön, wenn Ende Mai die Sonne durch das frische Buchenlaub scheint. Oder wenn sich im Herbst die bunten Blätter hier im Wasser spiegeln. Ja, das fängt ja gerade an, dass sich die Blätter verfärben. Ich bin inzwischen an der Pleistermühle angekommen und hier verlaufen sowohl der Nordkurs als auch der Ostkurs und der Südkurs zusammen auf der gleichen Strecke dann bis zum Schloss in Münster. Das ist jetzt der letzte Blick auf die Verse. Da drüben ist die Pleistermühle, da gibt es einen Kanuverleih. Da kann man so eine Stunde oder zwei hin und her paddeln. Das macht sehr viel Spaß. Ja, und da gibt es auch ein Café, Restaurant, einen Minigolfplatz. Das ist also ein schönes Ausflugsziel hier. Jetzt geht es über den Pleistermühlenweg zurück in die Stadt. Wir gehen erstmal in den Stadtteil Mauritz. Aber dafür muss man die Umgehungsstraße überqueren. Ich hoffe, die Brücke ist noch da. Die Umgehungsstraße wird nämlich gerade verbreitert. Oh, die Brücke ist noch da. Es scheint allerdings irgendwie so eine Ersatzbrücke zu sein. Ich überquere jetzt den Dortmund-Ems-Kanal und gleich geht's in die Stadt. Ich habe inzwischen die Promenade erreicht und jetzt ist es nicht mehr weit bis zum Schloss. So, nach 210 Kilometern bin ich jetzt wieder am Schloss in Münster angekommen. Und so sieht es von hinten aus. Das waren 3 tolle Tage und eine ganz tolle Tour. Wunderbares Wetter. Ich kann es wirklich nur empfehlen, das mal nachzumachen. Ich verlinke unten in der Videobeschreibung die Seite, wo man sich den GPX-Track runterladen kann. Ja, und wenn du wissen willst, ob ich die anderen Kurse auch noch fahre und was ich dabei alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!